Hallo ihr Lieben, heute geht es nochmal um die Dekalkomanie. Diese Technik ist einfach faszinierend. Du kannst sie mit verschiedenen Farben und auch auf verschiedenen Untergründen ausprobieren. Aber diese Version hier gefällt mir am besten und bringt für mich die besten Ergebnisse. Hallo nochmal. Wir arbeiten also auf einem Bilderdruckpapier. Das ist kein Fotopapier für Inkjet, sondern ein Bilderdruckpapier, ähnelt etwas dem Fotopapier für Laserdruck, ist aber sehr glänzend gestrichen und das könnt ihr auch auf Yupo Paper machen, eventuell auch auf Steinpapier. Wählt am besten eine etwas höhere Grammatur, also ca. 250 bis 300 Gramm pro Quadratmeter, damit das Papier nicht so viele Wellen schlägt. Denn wir malen heute mit Aquarellfarben. Ich habe mir heute die Tubenfarbe ausgewählt. Sie ist sehr dunkel und satt. Man kann aber auch mit dem Aquarellkasten malen, mit den Näpfchenfarben. Meine Farben sind ein Grün, ein kühles und ein Sienna gebrannt. In diesem Fall habe ich das Papier einfach zur Hälfte gefaltet und kann es nachher immer wieder auf- und zuklappen. Man kann es aber auch anders machen, das seht ihr dann im übernächsten Beispiel. Die Farbe trage ich nicht zu wässrig, aber auch nicht zu trocken auf. Das müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren. Jedes Mal, wenn ich sie zuklappe, die beiden Hälften, entsteht beim Auseinanderfalten wieder ein anderes Muster, solange die Farbe feucht ist. Ich kann auch über schon getrocknete Farbe drüber malen und Partien neu drucken. Ich versuche auch mit den Händen die Farbe in eine bestimmte Richtung zu lenken. Hier oben vermale ich einfach ein sehr wässriges Grün.
Ich denke, mit diesem Druck bin ich fertig und föhne ihn erstmal trocken. Tatsächlich sind die beiden Drucke nicht komplett identisch. Hier sieht man zum Beispiel ein paar kleine Unterschiede. Ich finde das total spannend. Und diese wundervollen, subtilen Strukturen, einfach fantastisch. Ich starte meinen zweiten Versuch. Wow, eine tolle Struktur. Die möchte ich gleich fixieren, deswegen föhne ich sie, damit sie beim nächsten Klappen nicht verloren geht. Ich föhne jetzt immer mal zwischendurch und hoffe, dass diese Strukturen dann auch bleiben. Auch ein super spannendes Blatt. Ich habe hier nur diesen kleinen Rahmen. Ihr könnt aber auch mit 2 Winkeln euch einen geeigneten Ausschnitt suchen. Ja, und hier fasziniert mich nicht nur die Struktur, sondern auch das Thema Symmetrie, eins meiner Lieblingsthemen. Für meinen dritten Versuch habe ich die beiden Hälften getrennt, dann bin ich etwas freier im Drucken. Und es macht einen Unterschied, ob ich die beiden Blätter von oben her wieder auseinanderziehe oder von unten. Das ergibt unterschiedliche Muster. Probiert's mal aus.
Ich denke, die restlichen Kleckse werde ich dann jeweils immer wieder föhnen, damit die Strukturen so erhalten bleiben, wie sie gerade sind. Der Vordergrund zeigt ein schönes Ergebnis. Das ist jetzt mein drittes Blatt, beziehungsweise mein dritter Versuch. Und hier werde ich euch zeigen, wie ich das mit Buntstiften noch weiter bearbeiten kann. Zunächst mal fixiere ich das Ganze mit einem UV-Sprühfirnis. Der ist für Acrylfarben und auch für Aquarellfarben geeignet. Das mache ich draußen, weil es sehr schädliche Dämpfe hat. Und dieser Firnis macht die Oberfläche ebenfalls etwas rauer, denn er ist matt. Dadurch kann ich dann nach dem Trocknen sehr gut mit den Buntstiften darauf arbeiten. Hier seht ihr, dass ich vor allem die Schatten etwas intensiviere, aber auch einzelne feine Strukturen nochmal etwas betone. Dabei gehe ich sehr behutsam vor, um die feinen, faszinierenden Strukturen nicht zu zerstören. Mit diesem grünen Stift töne ich den Hintergrund ganz sanft und verwische die Buntstiftstriche mit meinem Finger.
So, mehr möchte ich hier auch gar nicht machen. Ich zeige euch nochmal ein paar Ausschnitte. Sehen wir uns beim nächsten Video wieder? Es würde mich freuen. Tschüss, ihr Lieben!